Eines Morgens wachen Anwohner auf und die Landschaft vor ihnen ist weiß. Nicht Schnee, nicht Nebel, Seide. Überall. Über Felder, über Büsche, über Straßen. Millionen Fäden, jeder einzelne von einer Spinne. Das klingt nach einem Horrorfilm, aber es ist Biologie. Und was dahinter steckt, ist noch fremder als das Bild selbst. Denn das Verstörende ist nicht die Seide, sondern was sie über Spinnen verrät. Von den über 50.000 bekannten Spinnenarten gelten fast alle als Einzelgänger. Spinnen gelten als Tiere, die einander eher fressen als zusammenarbeiten. Aber die Natur hält sich nicht immer an diese Regeln. Unter bestimmten Bedingungen tun Spinnen etwas, das Biologen noch heute fasziniert. Sie kommen zusammen, in Massen. Und genau das beginnen wir gerade erst zu verstehen. Halt dir dieses Bild mal vor Augen. Du stehst in Tennessee, Australien oder Großbritannien. Morgens. Keine Wolke am Himmel, kein Wind. Und das Feld vor dir ist silberweiß überzogen. Nicht nur eine Ecke. Nicht nur ein Busch. Einfach alles. Was du siehst, sind keine Netze. Es sind tausende einzelner Fäden. Jeder von einer anderen Spinne. Aber wie kommen so viele Spinnen gleichzeitig an denselben Ort? Spinnen können fliegen. Nicht mit Flügeln, nicht mit Federn. Mit Seide. Eine Jungspinne klettert auf eine Pflanze, streckt den Hinterleib in die Luft, spinnt einen einzelnen Faden und lässt sich vom Wind tragen. Dieses Verhalten nennt sich Ballooning. Charles Darwin beobachtete es bereits 1832 auf seiner Reise mit der Beagle. Hunderte Kilometer vor der argentinischen Küste landeten plötzlich Spinnen auf dem Schiff. Heute wissen wir, Spinnen nutzen Ballooning nicht nur zur Ausbreitung. Sie nutzen es als Flucht. Wenn Überschwemmungen kommen, wenn Lebensräume zusammenbrechen, dann steigen Tausende, manchmal Millionen von Jungspinnen gleichzeitig auf. Fäden sammeln sich in der Luft, landen auf Feldern, Büschen, Straßen. Was Anwohner als weiße Landschaft sehen, ist das Ergebnis eines biologischen Massenaufbruchs. Keiner dieser Fäden gehört zum gleichen Netz. Jeder steht für eine Spinne, die irgendwo hin wollte. Aber Ballooning erklärt nur das Massenphänomen. Es gibt Spinnen, die gehen noch weiter. Die bauen gemeinsam, jagen gemeinsam und werden dadurch zu etwas, das wir in der Tierwelt kaum erwarten würden. Vielleicht fragst du dich gerade, warum sollte eine Spinne überhaupt mit anderen zusammenarbeiten? Sie ist ein Einzeljäger, ein Kannibale, eine Maschine, die für sich selbst lebt. Die Antwort ist eigentlich simpel. Weil manche Beute zu groß ist, um sie alleine zu fangen. Und Evolution belohnt, was funktioniert. Wie weit das geht, ist das Verstörendste an dem, was jetzt kommt. Von den über 50.000 bekannten Spinnenarten gelten fast alle als Einzelgänger. Nur etwa 25 Arten gelten als wirklich dauerhaft sozial. Eine davon? Anelosimus eximius. Eine südamerikanische Spinne, die in Kolonien lebt. Nicht mit 10 oder 20 Tieren, sondern mit bis zu 50.000 Individuen in einem einzigen gemeinsamen Netz. Forscher haben solche Netze dokumentiert, die sich über mehrere Bäume erstrecken und länger als ein Bus sein können. Diese Kolonien funktionieren nicht wie ein Schwarm, sie sind organisiert. Eine Einzelspinne kann kleine Insekten fangen. Fliegen, Mücken, kleinere Käfer. Aber eine Kolonie von Anelosimus eximius jagt gemeinsam. Und wenn die Kolonie groß genug wird, verändert sich die durchschnittliche Beutegröße dramatisch. Forscher der University of British Columbia haben gezeigt, ab einer bestimmten Koloniengröße schlägt eine solche Gruppe Beute, die bis zu 20 Mal größer ist als das, was Einzeljäger fangen würden. Bienen, Wespen, große Schmetterlinge. Beute, die eine einzelne Spinne nie überwältigen könnte.
Diese große Beute macht nur etwa 8% aller Fangereignisse aus. Aber sie liefert über 75% der gesamten Nahrungsmenge der Kolonie. Kooperation ist kein netter Bonus hier. Sie ist das System. Und das geht noch weiter. Innerhalb der Kolonie übernehmen Individuen unterschiedliche Rollen. Manche bauen, manche jagen, manche kümmern sich um den Nachwuchs. Sogar um Nachwuchs, der nicht ihr eigener ist. Und wenn die Jagd gut läuft, wird Nahrung geteilt. Auch mit Tieren, die nichts beigetragen haben. Auch mit den Hungrigsten, die sogar zuerst versorgt werden. Das ist nicht mehr bloß Instinkt. Das ist etwas, das fast wie soziale Organisation wirkt. Was wir hier sehen, fasziniert Verhaltensökologen und Evolutionsforscher seit Jahrzehnten. Wenn du tiefer in diese Welt einsteigen möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung wissenschaftlich fundierte Buchempfehlungen. Aber jetzt kommt der Punkt, der das alles verändert. Kooperation macht diese Kolonien mächtig. Aber sie macht sie auch verwundbar. Und auf eine Weise, die selbst Biologen überraschte. Gut etablierte Kolonien können plötzlich zusammenbrechen. Nicht immer durch Fressfeinde, nicht immer durch Krankheit. Manchmal, weil ihr eigenes Ernährungssystem ab einer bestimmten Größe kippt. In kleinen Kolonien konkurrieren Spinnen noch um Beute. Stärkere fressen mehr, Schwächere weniger. Das System ist ungerecht, aber es funktioniert. Wenn die Kolonie aber groß genug wird, kippt das Verhalten. Große Beute wird geteilt, sogar bevorzugt an die hungrigsten Tiere weitergegeben. Klingt gut, ist es nicht. Denn wenn alle dasselbe bekommen, bekommt jeder Einzelne zu wenig. Ab einer bestimmten Größe kippt das System. Die Kolonie teilt so gleichmäßig, dass am Ende keine genug bekommt. Was fair wirkt, wird biologisch zum Problem. Manche Kolonien erlöschen, nicht mit einem Knall, sondern im Stillen. Nicht von außen zerstört, von innen. Und das ist der eigentliche Punkt dieses Videos. Kooperation ist nicht automatisch ein Vorteil. Sie ist eine Strategie. Und wie jede Strategie kann sie zu weit gehen. Evolution hat bei Spinnen etwas hervorgebracht, das wir nicht erwartet haben. Soziales Verhalten. Gemeinsame Netze, gemeinsame Jagd, gemeinsame Fürsorge. Aber auch eine eingebaute Selbstzerstörungsmechanik. Dasselbe System, das eine Kolonie stark macht, kann sie auslöschen. Nicht von außen, von innen. Und wenn du mitentscheiden willst, welches Tier ich als nächstes behandle oder Videos schon 24 Stunden früher sehen willst, schau gern bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Spinnen gelten als Einzelgänger. Kalt, territorial, unnahbar. Aber die Natur kennt diese Regeln nicht. Unter dem richtigen Druck, genug Beute, genug Raum, genug Zeit, entstehen Strukturen, die wir nicht erwartet hätten. Gemeinsame Netze, gemeinsame Jagd und eine Kolonie, die stirbt, weil sie zu fair ist. Was hier wie ein Ausnahmefall wirkt, zeigt in Wahrheit, wie flexibel und unheimlich Evolution sein kann. Aber Spinnen haben noch mehr zu bieten als Massenphänomene und soziale Kolonien. Es gibt etwas an ihnen, das Evolution nur einmal erfunden hat. Auf der ganzen Erde. Ein Material, stärker als Stahl und gleichzeitig ein Sinnesorgan. Im anderen Video zeige ich dir, warum Spinnen zu einem der extremsten Tiere der Erde geworden sind.